Diese Farbe gefällt dem Nico Ockenfels ganz besonders. Er hat gesagt, das ist seine Lieblingsfarbe. Ja, ich würde es ja bezeichnen als blau, aber je nachdem, wie man schaut, changiert diese Farbe wahnsinnig. Und es ist ein Scott E-Ride 2021er Modell in der wirklich gigantischen Farbe, ja. E-Bike bedeutet, es ist ein Bosch Motor Performance Line CX mit drin und alle Informationen, die bekommen wir jetzt vom Nico Ockenfels. Ich grüße dich. Grüß dich, Sven, hi. Ja, der November, war der Nikolaus schon bei dir oder kommt der erst? Der kommt erst. Der kommt erst. Im Dezember aber auch erst. Es war ganz schlimm, dieses Jahr hatten wir ganz wenig Fahrradvideos, nicht weil wir nicht wollten, sondern die Ware kam nicht. Richtig, genau. Also wir leben leider in der Zeit, wo Fahrräder wirklich Mangelware sind und haben so ein bisschen das Problem gehabt, auch wirklich die Neuheiten zu präsentieren, weil aktuell die Nachfrage wirklich extrem groß noch ist. Also wir sind jetzt im November, wo wir sagen, das ist immer für uns auch mit der ruhigste Monat oder wird der ruhigste Monat. Aber wir haben wirklich noch relativ viel Vorlauf auf Kunden, wo Kunden auf Produkte warten und hier habe ich aber mal ein Rad, das habe ich explizit für unser Video jetzt mal reserviert, was absolut mein Favorit oder Liebling im kommenden Jahr, sprich 2021 ist. Also klar, Farbe ist hier das Thema. Wir hatten es in einem anderen Video schon gesagt gehabt, Scott nennt das Ganze Prism, also diesen Effekt, das Changieren, wie du es so schön sagst, aus dem Lichteinfall, so will ich es mal nennen, wo wir wirklich unterschiedliche Akzente haben. Es hat so ein bisschen was Feminines, das Rad auch. Wir sehen diesen leichten Lila-Effekt mit drin, aber im Grundlegenden kann man eigentlich sagen, ist es ein Silberfarbton mit der Verbindung Blau, Grün, Lila. Also wir haben einiges mit drin in dieser Farbe. Ja, es ist nicht nur die Farbe, die toll ist, das Produkt ist auch noch gut, aber die Farbe ist wirklich so toll, dass wir sie einfach mal ins Licht halten. Wenn du mal gerade so lieb bist, das Fahrrad mal runternimmst. Wir haben nämlich eine Stelle, die Sonne scheint nämlich gerade. Das haben wir auch gemacht das letzte Mal mit einem Fahrrad ohne Motor. Das war braun, aber als wir es ins Licht gehalten haben, war es so Bronze. Also es sah unglaublich toll aus. Und wenn man jetzt, je nachdem wie man reinschaut, dann mal kurz, ich zeige das mal gerade, kann man so die Effekte eigentlich nur erahnen. Man muss es live sehen. Vor allem hier am Oberrohr siehst du es jetzt wirklich, dieser glänzende Effekt, also Metallic-Effekt durch die Prism-Lackierung macht das Ganze halt wirklich einzigartig. Also das Thema in diesem Effekt, die Räder zu lackieren, kommt jetzt bei vielen Herstellern. Ob es jetzt ein Trend wird oder vielleicht nur für die Saison, weiß ich nicht. Aber wir sehen es wirklich an einigen Modellen und Scott setzt dieses Thema auch konsequent um. Nicht nur im hochwertigen Bereich, sondern auch in der Mittelklasse gibt es auch einige Modelle, die hier in diesen Farbakzenten unterwegs sind. Und das ist nur eine Farbe. Wir hatten ja auch schon verschiedene andere Modelle gehabt, die mit diesem Prism-Thema arbeiten oder dastehen. Genau, wenn du mal so nett bist und das mal gerade mal in den Schatten stellst, dann zeige ich nämlich, im Schatten sieht man es fast noch besser, weil nämlich je nachdem wie der Lichteinfall ist es so purpur. Klar, die Leute werden jetzt sagen, hey komm, ist jetzt gut mit der Farbe, aber man muss es wirklich live gesehen haben, oder? Genau, live ist es halt wirklich was ganz anderes. Ich glaube, die Kamera spiegelt das aber schon gut dar und es ist wirklich was anderes mal für ein Fahrrad halt auch, als wie den Standardlack, ob matt, glänzend. Das haben wir jetzt schon die ganzen Jahre und diese Thematik hier finde ich jetzt wirklich auch bei den gegebenen Rädern wirklich als sehr, sehr schön. Und für mich ist das wirklich dieses Jahr eine herausragende Farbe, aber Farbe ist ja auch immer Geschmackssache. Ja, stellst du mal auf den Ständer bitte. Das ist jetzt ein großes Fahrrad, du hast gesagt, das ist, glaube ich, der größte Rahmen, den es gibt. Genau, wir haben hier die Rahmengröße XL, also die größte Rahmengröße. Wir haben ja 4 Rahmengröße bei den Scott-Modellen SML, XL. Und hier diese Größe verwendet man dann schon bei Personen, die knapp, sage ich mal, 1,90 groß sind. Ich bin jetzt 1,85 groß, fahre aber tendenziell ganz klar lieber ein L, weil ich bevorzuge einen kompakteren Rahmen zu haben, der ein bisschen sportlicher halt auch nochmal ist. So, das ist ein Fully, unübersehbar. Wir haben dort Dämpfer von Fox eingebaut. Genau, also die Thematik wie bei allen vollgefederten Scott-Rädern ist ganz klar die Twinlock-Technologie, die wir verwenden, in der Verbindung hier mit einem Fox-Dämpfer und der Mazzocchi-Gabel. Mazzocchi haben wir jetzt in dem Modelljahr 2021 vermehrt in der Kollektion.
Hier ist natürlich immer die Frage, Fox ist doch besser und RockShox und wie auch immer. Wir müssen auch dazu sagen, dass wir jetzt mit den Marzocchi-Gabeln, die wir hier im Sortiment haben, wirklich sehr happy sind. Also alles, was die Einstellungsfeatures sind, die Bedienbarkeit der Deckel oder Kappen oder Einstellungen sind wirklich sehr, sehr hochwertig. Alles Weitere wird hier über den Twinlock-Hebel bedient, den wir ja auch in verschiedenen Videos schon gezeigt haben. Heißt also, über 3 verschiedene Modi kann ich bei einem Strike, was in der Basis 140 mm Federweg an Front und Heck hat, zum einen einen offenen Modus, vollen Federweg, dann der sogenannte Twinlock, sprich die mittlere Position. Hier haben wir eine Reduzierung des Federwegs auf knapp 66%. Ihr könnt sagen ungefähr 100 mm, 90 bis 100 mm und das Rad ist immer noch so effizient wie vorher, das heißt von der Federung her wird nach oben raus nur deutlich progressiver. Interessant nutze ich das einfach für im Gelände, im Trail, den ich berghoch fahre, über Wurzeln, Steine. Ich will immer noch den Komfort haben, aber ich brauche nicht diesen satten Federweg einfach wie bei einer Abfahrt, wo dann doch mal ein härterer Schlag oder ähnliches kommt. Und die letzte Möglichkeit ist dann quasi die komplette Blockierung des Fahrwerks, wo ich Gabel und Dämpfer immer zeitgleich quasi komplett blockiere. Asphalt, Straße, fahr irgendwo hoch, da würde ich diese Position dann eigentlich wählen. Okay, das heißt, ich bewege den Hebel einmal und blockiere zeitgleich oder verändere zeitgleich einmal diese Einstellung hier. Einmal die Gabel, richtig, ne, wird also mechanisch über einen Seilzug gemacht. Und zeitgleich? Und zeitgleich dementsprechend, jetzt gehen wir wieder zurück, bei dem Dämpfer. Okay, prima. Das Abstimmungsthema, ist das ein Problem bei der neuen Gabel jetzt, die ihr im Einsatz habt? Das heißt also, auch hier werden die Personen natürlich eingestellt auf das Gewicht und so weiter? Unabhängig jetzt, was Technologien oder so angeht, die Abstimmung ist das A und O des Rades. Natürlich muss man ein bisschen dazu abwägen, wie ist mein Einsatzzweck? Will ich es eher racelastig orientiert haben oder will ich wirklich sagen, bergab ist mein Metier und da will ich wirklich den satten Federweg nutzen? Sollte, sage ich mal, ein Rad in der Federwegsklasse ungefähr 20 bis 25% schon Negativ-Federweg-Durchweg haben. Ne? Also das ist der Negativ-Federweg, wenn ich mich draufsetze und die Federelemente sacken eigentlich schon durch mein Körpergewicht ein. Ne? Ist es, sage ich mal, wenn die Gabel zur Hälfte eintaucht, sprich 50%, müssen wir natürlich den Luftdruck anpassen. Das gleiche umgekehrt, wenn ich mich draufsetze, es passiert gar nichts. Also das machen wir schlussendlich auch sowohl vor Ort mit dem Kunden, wenn es ein Versandrad ist, stimmen wir das auch mit dem Kunden vorher ab und sagen, okay, wie ist das Körpergewicht, wie soll die Richtung sein vom Negativfederweg und dann stimmen wir das auch vorher schon ab. Das heißt, die Jungs von der Montage befüllen Dämpfer und Gabel dann schon mit dem passenden Druck. Das ist wahnsinnig, was das für einen Unterschied macht. Du hast Kunden, die, ich sag mal so, aus dem semi-professionellen Bereich sind, kaufen sich eine teure Gabel, haben vielleicht aus Zeitgründen, warum auch immer, oder vielleicht haben sie einfach nur Gewicht verloren, weil sie ein bisschen abgenommen haben, die nicht neu eingestellt. Dann stellt ihr die ein und du erzählst mir immer wieder, die Leute kommen zurück und denken, ihr habt die Gabel ausgetauscht. Nee. Ja, der Effekt ist halt enorm. Das ist genauso, wenn ich sage, okay, ich lasse mein Fahrrad im Geschäft abstimmen, aber ich weiß, ich nehme immer einen Rucksack mit 20 Kilo. Das ist halt was anderes. Ne? Und so muss das Fahrwerk dann halt schon abgestimmt werden und halt auch passen. Es gibt eine gewisse Bandbreite, mit der man natürlich arbeiten kann, aber Abstimmung ist schon das A und O und so macht es natürlich dann im effektiven Einsatz halt auch viel mehr Spaß. Der Rahmen ist aus Carbon? Genau, wir haben bei dem Modell hier, bei dem Strike E-Ride 900, den Carbonrahmen. Der Carbonrahmen ist ja eigentlich nur bei den Top-Modellen. Bei dem Strike ist es das Premium und beim Genius ist es das Tuned. Hier ist es aber dieses Jahr so, dass man den Carbonrahmen auch runtergezogen hat auf das 900er Modell. Es hat also keine direkte Bezeichnung. Wir kennen das ja von den anderen mit 910, 920 etc. Hier ist es wirklich so, dass es so ein Modell ist, was ein bisschen zwischengeschoben wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob man da sich spät zu entschieden hat, das Rad zu bringen oder nicht. Ich bin sehr happy mit dem Rad. Also wir haben auch wirklich in der Planung stark auf dieses Rad gesetzt gehabt, weil es natürlich der persönliche Punkt ist, was das Optische angeht, aber weil das Rad halt auch wirklich sehr, sehr viel bietet in puncto Ausstattung, in puncto Möglichkeiten, die Twinlock-Technologie, die wir natürlich immer wieder hervorheben müssen bei dem Scott-Rad, die einmalig ist, auch nicht zu vergleichen mit einem anderen Hersteller, der da vielleicht was Ähnliches oder Sonstiges hätte. Und
Auch das Gewicht spielt halt eine Rolle. Wir haben jetzt hier bei dem Rad ein Gewicht von 22,4 Kilo. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut für ein Rad, was einen großen Akku mit 625 Wattstunden drin hat. Natürlich klar der aktuellste Performance CX Motor von Bosch mit 85 Newtonmetern, wurde jetzt mit dem letzten Update darauf erhöht von 75 auf 85. Und dann halt in der Kombination mit einer SRAM 12-Gang-Schaltgruppe haben wir da eigentlich alles dran, was so ein Fahrrad ausmacht, um Spaß zu haben. Schwinge ist aus Alu? Ja, Schwinge ist aus Alu. Nur der Hauptrahmen dementsprechend ist aus Carbon. Naja, nur. Das Schwingen sind oftmals wirklich immer noch aus Aluminium gefertigt. Es ist zum einen natürlich auch ein ganz anderer Kostenfaktor nochmal, den wir hier halt auch haben, weil wir viel mehr Werkzeuge halt auch brauchen, um das so zu fertigen. Das würde so ein Rad natürlich nochmal deutlich teurer dann halt auch machen. Ne? Und wir müssen jetzt dazu sagen, das haben wir noch gar nicht genannt, das Rad liegt bei 5.399 €. Alle anderen Modelle wie Premium oder Tuned spielen ja alle in der Preislage 7.000, 8.000 € in der Regel. Ne? Jetzt gibt es ja viele, die sagen, mein Gott, das ist aber teuer. Ja. Über 5.000 € für ein Fahrrad. Jetzt muss man sagen, das ist für viele mittlerweile ein Sportgerät geworden, was sie fast täglich benutzen, sogar im Winter, was man durchaus vergleichen kann mit einer tollen Ausrüstung, Wandern, Segelfliegen, wo ich ja auch mal schnell bei so einem Sportgerät bin. Und der Werterhalt, das ist hochinteressant, selbst wenn die Fahrräder 3 Jahre alt sind, du kriegst noch richtig Geld dafür. Ja, das hat natürlich dieses Jahr gezeigt, aufgrund von Corona oder so, jeder wollte ein Fahrrad haben und schlussendlich war es dann nicht nur im Neuradbereich so, sondern auch im Gebrauchtradbereich, wo ich dann für mein älteres Rad, was vielleicht auch schon 10 Jahre alt ist, deutlich mehr Geld bekommen habe, wie es vielleicht noch vor einem Jahr gewesen wäre. Das ist einfach natürlich immer ein bisschen Angebot und Nachfrage irgendwo, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich schon so, dass auch in der Fahrradindustrie die Preislagen immer mehr nach oben gehen, ne? Wo wir vielleicht vor 20 Jahren gesagt haben, ein Rad für 8.000 Mark, umgerechnet jetzt mal 4.000 €, war dann schon das Ultra-Fahrrad, ne, was richtig viel Geld gekostet hat. Im vollgefederten Segment ist es heute so, zumindest mal auch beim E-Bike, ist das wirklich eine Preislage, mit der wir tagtäglich zu tun haben. Ne? Also ich kriege jetzt kein vollgefedertes E-Bike für 2.500 €, was vernünftig funktioniert. Ne? Das muss man natürlich immer dazu sagen. Plus die Highlights, wie wir hier haben, Carbonrahmen, Twinlock-Technologie, stärkster Bosch-Motor, größter Bosch-Akku, haben wir ja alles mit drin, absenkbare Sattelstütze. Das hat sich schon ein bisschen gewandelt. Aber das Fahrrad hat sich natürlich auch in sich gewandelt. Das heißt, es gibt immer noch viele, die sagen, ein Fahrrad, die haben eine Vorstellung, das kostet jetzt gar nicht so viel und sind komplett entsetzt darüber, dass es auch Fahrräder für 10.000 € gibt. Also die kaufen sich dann für das Geld wirklich eher ein Auto. Das ist aber jedermanns Entscheidung. Genau. Hier vorne sieht man uns jetzt sehr schön, wenn du mal von hier guckst, lieber Nico. Schau mal genau aus dem Winkel von der Kamera. Siehst du, es wird rot? Ja. Also genau. So rötlich. Richtig, ja. Das ist total cool. Also dieses Farbspiel ist wirklich schön anzuschauen. Und ich glaube auch, wenn man den Punkt mal aus Fahrerposition sieht, das ist ja auch das, was Scott bei diesen Modellen geändert hat. Wenn wir die Modelle mit dem Shimano-Motor noch kennen, dann war das Unterrohr extrem massiv. Das Oberrohr war aber ein klassisch rundes Rohr. Das heißt, die Proportionsverhältnisse haben eigentlich gar nicht gestimmt. Und gerade wenn ich auch von oben geschaut hatte, hatte ich eigentlich, sage ich mal, ein dünnes Röhrchen und unten dann dieses massive Unterrohr. Und das hier sieht jetzt formtechnisch viel, viel schöner aus. Plus, dass ich durch diese größere Fläche auch dieses Farbspiel halt selber auch sehe am Fahrrad. Gott, also das Auge isst ja ein bisschen mit. Es gibt ja viele, die kaufen sich mittlerweile das 3., 4. Fahrrad, verkaufen das alte vielleicht ein bisschen, weil die Technik sich ja auch stark wandelt. Ja. Das ist so, das heißt im Laufe der Jahre, ich sag mal ein Fahrrad aus 2016 kannst du nicht mehr vergleichen. Der Motor, die Technik, alles. Ja, es geht natürlich weiter. Es hört nicht auf. Wir haben jetzt natürlich schon Dimensionen irgendwo, wo wir sagen, die Räder sehen aus wie ein normales Fahrrad, weil natürlich die Akkus komplett im Unterrohr verschwinden. Sie sind von der Dimension schon noch einen Ticken größer wie früher oder wie ein unmotorisiertes Rad. Aber es fügt sich mehr dem Gesamten ein, als wie vor Jahren noch die aufgesetzten Akkus. Da war schon von weit zu erkennen, der hat ein E-Bike. Jetzt ist das nicht mehr unbedingt erkenntlich. Und ich glaube, dass es da auch so ein bisschen hingeht, mehr wieder zu der Optik zu kommen, wie ein Rad ohne Motor aussieht, weil einfach
Motor, Akkus im Gesamten vielleicht auch kleiner werden. Aktuell werden ja erstmal die Kapazitäten größer. Das heißt, wir sind jetzt von 400 auf 500 auf 625 Wattstunden gekommen. Und da ist natürlich auch die Frage, wo geht die Entwicklung hin? Aber mit diesen Größen der Akkus haben wir natürlich Möglichkeiten, locker Touren zu fahren im Bereich 80, 90 Kilometer, je nachdem, wie viel Unterstützung ich halt auch wähle. Natürlich geht das nicht nur im Turbo-Modus, das ist klar. So, last but not least, das Thema Integration der Sattelstütze ist ja hier phänomenal gelöst. Du siehst gar nichts mehr, obwohl es sich um eine traditionelle Sattelstütze handelt. Richtig, also wir haben schon eine Sattelstütze, die innen verlegt ist. Das heißt, man sieht natürlich von den Zügen her gar nichts mehr. Auch das ist heute immer ein Thema der Abstimmung. Wir passen die Sattelstütze natürlich so von der Höhe her an, dass sie im ausgefahrenen Zustand die optimale Sitzhöhe hat. Und das ist halt wirklich auch sehr schön gemacht im Zusammenspiel mit den Zügen hier. Man hat das nochmal zusammengefügt und hier haben wir im Endeffekt den Hebel, um die Sattelstütze dann schlussendlich auch zu bedienen. Das ist natürlich, wenn man drauf sitzt, sehr viel einfacher. Die geht stufenlos? Die geht stufenlos, ja. Also ich kann sie auch zwischenrastern, das geht also auch. Verwenden wir beispielsweise eben auch dafür für Probefahrten oder so. Wir müssen nicht mehr mit einem Imbus die Schelle aufmachen und dann hoch und runter fahren, sondern wir nutzen für die Probefahrten wirklich immer die Sattelstütze auch für die optimale Sattelhöhe. Das Thema Wertgarantie, es lohnt sich bei E-Bikes anzusprechen. Haben sich die Prämien mittlerweile erhöht bei Wertgarantie oder geht's? Aktuell nein, es hat sich nichts erhöht in dem Fall. Also selbst auch zum Jahreswechsel ist nichts angekündigt. Von daher ist das Thema, was ist, wenn das Fahrrad geklaut wird oder ähnliches, mit Wertgarantie halt gut abgesichert. Wenn du mal kurz zu mir kommst, zeigen wir es mal komplett und du erklärst mal bitte Wertgarantie, denn was zahlt man im Monat ungefähr? Also bei dem Rad wären wir dann in der Klasse bis 6.000 Euro und hier liegen wir dann bei 240 Euro im Jahr. 20 Euro im Monat, das ist eine schöne, einfache Rechnung. Dafür ist das Rad komplett gegen Diebstahl, Vandalismus versichert. Vandalismus auch? Auch Vandalismus. Einer tritt dagegen. Genau, richtig. Und zum Teil oder beziehungsweise im Gesamten ist dann auch der Verschleiß mit inkludiert. Da gibt es eine Höchstgrenze im Jahr beim Verschleiß? Genau, 720 Euro sind das. 720 Euro im Jahr? Genau. Das habe ich zur Verfügung, um durchaus dann halt auch, ich sage jetzt mal Bremsbeläge, Kette, dann halt auszutauschen. Also nochmal, ich zahle 240 und bekomme bis zu 700, wie viel Euro? 720 Euro an Verschleißteilen. Das heißt, wenn ich viel fahre, gibt es keine Alternative. Nee, weil man muss ja mal nur die Umrechnung machen. Ich zahle 240 und bekomme 720. Da gibt es keinen Trick, da gibt es keinen... Nee, da gibt es keinen Trick. Das ist einfach wirklich ein gutes Tool oder eine tolle Ergänzung zu dem Fahrrad, gerade wenn ich dann auch nicht weiß, wie ich es versichern will. Natürlich muss man halt auch sagen, E-Bikes, da achtet man schon ein bisschen besser drauf, wie das Rad, was vielleicht 20 Jahre alt ist und auch noch versichert ist. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich, wenn ich viel fahre, ein Punkt, wo der Verschleiß halt einfach eine Rolle spielt. Unabhängig, ich habe das Rad immer bei mir oder im Wohnzimmer stehen, dann ist das wirklich eine tolle Geschichte. Also nochmal, jetzt hinten der Zahnkranz, das ist ja bei E-Bikes, sind die ja unter starker Beanspruchung, gerade die kleinen Ritzel, die haben richtig zu tun. Ja. Der geht kaputt, wäre abgedeckt. Wäre abgedeckt, ne? Muss man Kette dazu sagen, abgedeckt. Dass wir jetzt mit so einem Ritzelpaket auch schnell mal dann bei 120, 130 Euro dann halt auch sind, ne? Die Zeit für die Reparatur, ist die abgedeckt? Ja, also auch die ist mit inkludiert, wird also auch gezahlt. Und für den Kunden ist es eigentlich so, sagen wir mal, er hat den Verschleiß oder bringt das Rad zum Service. Der Service, muss man sagen, ist nicht mit drin. Nochmal, der Reifen ist auch mit drin, wenn ich ihn abfahre. Ja, die jährliche Inspektion ist also nicht mit inkludiert. Das heißt, ich bringe mein Rad zum Service, der in dem Fall jetzt bei uns 69 Euro kostet. Und stellen wir dann fest, beispielsweise wir müssen den Antrieb tauschen, weil er verschlissen ist oder die Bremsbeläge, dann ist der Umbau dieser Komponenten und schlussendlich auch die Einstellung der Schaltung mit in diesem Preis inkludiert. So, geht der Akku kaputt nach 3 Jahren und ich hab's versichert, wäre der mit drin? Ist auch mit drin. Bis 720 Euro dann. Im ersten Jahr ist es so, dass wir in dem Fall greift ja immer noch die Herstellergarantie bzw. Gewährleistung und nach dem ersten Jahr greift Wertgarantie dann.
Man braucht ein spezielles Schloss, es gibt auch spezielle Bedingungen, das kann man nachlesen. Genau. Das ist so, aber das muss man auf jeden Fall erklären, weil das ist jetzt nichts, wo du dann sagst, hey, jetzt habe ich am Fahrrad nichts verdient, jetzt mache ich nochmal Wertgarantie und mache mir da die Taschen voll, sondern das ist eine Geschichte, es gibt schon sehr lange, kommt aus dem Bereich damals Röhrenfernseher aus den 70ern und da war das Thema Wertgarantie ganz wichtig, denn so ein Ding hat ja mal ein paar tausend Mark gekostet damals und damals waren ja 1000 Mark noch viel Geld. Ja, keine Frage. Da war auch ein Röhrenfernseher sicherlich ein Highlight dann schon im Haushalt. Ne? Ja, und da kam das. Und das Ganze ist auch so, dass Nicht-E-Bikes witzigerweise teurer sind wie E-Bikes. Und das musste mal erläutern. Also wenn jetzt einer das sieht und sagt, naja, es sind 20 Euro im Monat, ich mache das, ich habe ein hochwertiges Rennrad zum Beispiel, das ist teurer. Ja. Das ist deutlich teurer, das liegt einfach aufgrund der Historie. Versicherungen regulieren ja natürlich jedes Jahr immer und schauen sich ihre Schäden an, was ist passiert, was haben wir regulieren müssen. Und dadurch, dass Fahrräder, also ohne Antrieb, schon deutlich länger reguliert werden in der Historie der Wertgarantie, sind die auch etwas teurer, was die Prämie angeht. Also wir liegen bei einem vergleichbaren Rad dann schon über 400 Euro ohne Motor. Sehr schön. Also, da steht's. 5.000, wie war der Preis, Nico? 5.399 Euro. 5.399 Euro mit der aktuellen Mehrwertsteuer von 16% oder ist das 19? Das ist quasi, die Preise sind 19 gerechnet bis zum 31.12. Sofern es nicht noch geändert wird, gehen hier natürlich dann nochmal die Differenz dann von ab. So, das kann ich auch online bestellen. Ihr habt einen Versandhandel. Jetzt haben wir ja kurz drüber gesprochen. Du hast dich natürlich darüber lustig gemacht. Du musst die Fahrräder schon blocken für die Videos, sonst sind die schnell weg. Du hast keine Riesenmengen. Das heißt, wenn man das sieht, am besten mal im Onlineshop nachgucken. Habt ihr jedes Rad im Onlineshop? Ja, jedes Rad ist im Onlineshop mit drin. Also das, was auch physisch bei uns verfügbar ist. Und die kommen, wo ihr wisst, die kommen bald? Die auch, wobei aber auch hier die große Dramatik dieses Jahr ist, dass viele Hersteller selber auch schon ausverkauft sind. Das heißt, unsere Planung selber kriegen wir nicht dargestellt in den Webshop. Das ist zu aufwendig. Dann am besten anrufen. Genau, am besten anrufen, eine E-Mail schreiben. Ich hätte gern dieses Modell. Wie sieht's aus? Bekommt ihr was? Weil das nächste Jahr wird schon eine große Herausforderung für uns, für alle. Und ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, wenn wir irgendwie was haben, sollte er auch schnell zuschlagen. Weil im aktuellen Fall, was die Prognosen oder so angehen, jetzt sind wir wieder in der Thematik mit Corona, mit Lockdown. Das führt nicht dazu, dass die Lieferungen schneller oder besser werden, sondern es führt eigentlich dazu, dass sich Lieferungen noch wiederum mehr verzögern. Und wenn ich jetzt mal in den März schon reinschaue und die Prognosen sehe, okay, wann wird was gebaut und jetzt sollte vielleicht noch ein harter Lockdown kommen, dann werden diese Termine schon nicht gehalten werden. Und dann ist es vielleicht so, wenn ich im März, April sage, oh, jetzt hätte ich gerne ein Fahrrad, kann es vielleicht sogar sein, dass man dann schon sagt, keine Chance. So, Scott E-Ride 9, die 9 ist weg. Strike E-Ride 900. Strike E-Ride 900. Irgendjemand hat da was abgeschnitten. 5.399 Euro mit 19% Mehrwertsteuer. Also es gehen noch 3% ab. Wenn Sie Lust haben, Präsenzhandel zweimal im Saarland, nämlich einmal in St. Wendel. Da sind wir gerade, dem Firmensitz von Globus, der Globus-Gruppe. St. Wendel ist recht bekannt, bei Saarländern natürlich, aber viele kennen es nicht. Man kann im Shop bestellen, man kann hier im Präsenzkauf kommen, man kann es anbezahlen, das machen viele, holen es auch persönlich ab. Ja, durchaus. Also wir haben auch Kunden, die 400 Kilometer nicht scheuen und sagen, ich will es aber live abholen kommen. Also auch kein Problem. Dank der Videos passiert das tatsächlich, ja. Und es ist so, aber es ist so, der Markt ist transparent, es gibt eine Verfügbarkeit. Ja. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, große Größen wie XL, du hast eben gesagt, naja, das sieht nicht so schön aus, aber genau diese Größen, auch Fahrräder, die, ich sag mal, eine hohe Traglast haben, da wird es besonders schwierig 2021, weil die werden nur in kleinen Stückzahlen gebaut. Deswegen ist das schon fast eine Rarität hier, dieser XL-Rahmen, oder? Ja, also es ist immer klar, Randgrößen sind immer eine gewisse Mangelware. Und desto später wir, sage ich mal, von der Saison sind, desto schwieriger wird es dann auch eine Randgröße zu bekommen. Das ist nichts anderes, wie wenn ich Schuhgröße 49 habe, dann kriege ich die auch nicht überall und auch nicht in der Auswahl, wie ich es gerne hätte. Wir haben in diesem Jahr bewusst auch viel mehr, ob jetzt S oder auch XL-Größen gewählt, damit wir auch dort was in der Verfügbarkeit haben. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es wirklich in die Glaskugel schauen und gucken, was damit ist. Also wir erzählen keine Märchen oder sonstiges. Es ist allgegenwärtig. Es gibt viele, die auch sagen, kann ja nicht sein, sind jetzt neue Modelle, die müssen ja lieferbar sein. Schön wär's, aber so sieht die Realität aktuell leider nicht aus. Super. Ja.
Einmal in St. Wendel, einmal in Riegelsberg, das ist in der Nähe von Saarbrücken, ansonsten im Shop. Ja, vielen Dank, Nico Ockenfels. Wir drehen heute ich gucke mal auf die Uhr, am 4. November 2020. Ich danke dir. Tschüss. Danke, Sven. Ciao.